Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Um abblätternde Farbe darzustellen, da brauchst du keine teure Chemie. Salz oder Haarspray tut es auch. Ein Hingucker bei vielen Modellen ist das sogenannte Weathering, also die Verwitterung, wie sie auch im echten Leben bei verlassenen Gebäuden oder ähnliches vorkommt. Ein Klassiker der Gebrauchsspuren ist sicherlich abblätternde Farbe, die meist durch Rost verursacht wird. Doch wie stellt man diesen Effekt im Modellbau nach? Eines vorweg, man nennt die Arbeitsmethode dahinter Chipping. Frei übersetzt heißt es abplatzen. Der Name verrät es, man will ja die Farbe oder den Lack abgeplatzt darstellen und die Schicht darunter zum Vorschein bringen. Mittlerweile gibt es von allen gängigen Marken mindestens ein Mittelchen am Markt, das dem Modellbauervolk die Arbeit erleichtern soll. Ja, sogar echten Rost kann man auf seinen Modellbausätzen anbringen. Doch ich möchte euch heute zwei althergebrachte und günstige Methoden zeigen. Zuerst einmal die Basics. Ich habe hier ein Teststück, das ich mit einer rostroten Farbe grundiert habe. Wichtig dabei ist, dass es sich um eine Farbe auf Lösemittelbasis handelt, da sich diese besser mit dem Untergrund verbindet. Außerdem brauchen wir zum einen noch einen Haarspray und grobes und feines Salz und etwas Wasser, am besten aus einem kleinen Spray. Habt ihr wieder meinen kleinen Freund mitgenommen. Tja, und jetzt kann es losgehen. Beginnen möchte ich mit der Haarspray-Methode. Dazu sprühe ich etwas von dem Lockenmittel auf die Oberfläche, sodass sie vollständig damit bedeckt ist. Es soll hier eine Art Zwischenschicht entstehen, die es uns später ermöglicht, die folgende Farbe einfacher wegzubekommen. So, das schaut dann so aus. Auf die andere Seite des Teststücks, da sprühe ich etwas Wasser, ja, und gebe dann ein paar Stücke vom groben und vom feinen Salz drauf. So, jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen trocknen und dann war es das eigentlich schon. Jetzt kommt die nächste Farbschicht drauf. Hier nimmt man am besten einen wasserbasierten Lack. Die Farbe hängt natürlich von eurem Vorhaben ab. Ich sprühe jetzt mal drauf los und melde mich anschließend wieder. So, die Farbe ist drauf und jetzt heißt es ausnahmsweise mal ein bisschen schnell sein. Die Farbe sollte nämlich nicht ganz durchtrocknen. Eine halbe Stunde, so wie ich das ja jetzt gemacht habe, reicht. Speziell beim Haarspray, also auf dieser Seite, da hat man sonst Probleme, denn dieser verflüchtigt sich und die Deckschicht, also diese blaue Farbe, die ich da jetzt drauf gesprüht habe, die lässt sich nicht mehr so gut entfernen. Also beginnen wir jetzt auf dieser Seite, da mit dem Haarspray, und dazu nimmt man jetzt einen harten Pinsel oder so wie ich eine harte Zahnbürste. Ja, und dann kann es losgehen. Man nimmt also das Werkzeug, das wird befeuchtet. Und wie stark man die Abplatzer darstellen möchte, das hängt immer vom Vorhaben und dem Maßstab ab. Ne? Daher lieber klein beginnen und dann größer werden.
Ich glaube, das reicht. Wie ihr da jetzt sicher bemerkt habt, da gehört auch ein bisschen was an Übung dazu. Vielleicht ist jetzt die Zahnbürste auch ein bisschen zu groß. Man kann, wie gesagt, auch einen kleinen, harten Pinsel nehmen. Daher wie immer mein Tipp, übt an solchen Teststücken, ja, oder an richtigen Ramschbausätzen. Ja. So, und weiter geht es jetzt da mit der Hälfte, auf dem das Salz liegt. Hier kann man jetzt auch einen Pinsel oder die Zahnbürste nehmen. Dieses Mal arbeiten wir aber ein bisschen trockener. Ja, da wird jetzt nicht mehr so viel Wasser drauf sein. Und jetzt kann man das Salz vorsichtig vom Teil putzen. Auch hier ist Übung wieder das A und O, aber das ist es ja beim Modellbau immer irgendwie. Das Ergebnis, das schaut dann so aus. Natürlich kann man auch beide Sachen miteinander kombinieren. Jetzt heißt es alles gut trocknen lassen und danach kann man mit verdünnter Farbe, Washes, Filter und Aquarellstiften den Effekt noch weiter verstärken. Wie genau, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.